Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Clip unserer Themenreihe zu Barrieren am Campus. Heute habe ich wieder Sascha als Gast. Er wird uns heute über seinen Studienalltag mit seiner Hörbeeinträchtigung erzählen. Willkommen, Sascha. Hallo. Wie geht es dir während Vorlesungen und Seminaren mit deiner Hörbeeinträchtigung? Nimmst du akustisch alles wahr oder gibt es hier Probleme? Ich muss zunächst vorausschicken, dass ich erst, wie ich beim ersten Teil gesagt habe, seit 2011 mit den Hörproblemen zu tun hatte. Und ich bin seit dem Jahre 2019 mit Hörgerät und Cochlea-Implantat versorgt. Das heißt, die Frage der Wahrnehmung der beidseitigen Versorgung ist erst seit diesem Zeitpunkt ein Thema geworden für mich. Und während der Pandemie hat es ja mehr Online-Veranstaltungen gegeben und da konnte ich alles sehr gut verstehen, habe aber meinen Kommilitoninnen und auch den Professorinnen immer gesagt, dass ich schwerhörig bin und auf ein Mikrofon wie dieses hier angewiesen bin. Das habe ich dann immer vor dem Computer stehen gehabt und konnte dann den Kursen folgen. Nur musste ich immer dazu sagen, dass die Kolleginnen Nebengeräusche wie zum Beispiel Papierrascheln oder andere Dinge tunlichst vermeiden mussten, weil das für mich sehr unangenehm war. Und das ist immer so schwierig, wenn du auf das Gehör angewiesen bist und das Gehör schon sehr schwierig ist, dass du dann auf das angewiesen bist, auf die Technik. Aber es ist ja alles sehr teuer. Ein Hörgerät kostet 5.000 €, ein Cochlea-Implantat, das mir eingesetzt wird, bis zu 20.000 € und in Operation nochmal so viel. Aber es gibt hier Lebensqualität und ich wusste, dass ich es brauche, die beidseitige Versorgung. Nur, wie gesagt, das hat sich erst im Laufe der Zeit, seit 2011, erst herausgestellt, dass ich so etwas brauche. Und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich eigentlich einseitig taub bin. Das heißt, seit es keinen Online-Unterricht mehr gibt, nimmst du das Mikrofon auch mit in Seminarräume oder in Richtig, Hörsäle? ja. Und ich muss auch an dieser Stelle allen denen, mit denen ich in den Kursen bis jetzt zu tun hatte, danken, dass man auf das Rücksicht genommen hat, weil da muss man schon dankbar sein und dass man da Rücksichtnahme hat, weil Rücksichtnahme will ja auch gelernt sein und Rücksichtnahme muss man auch einfordern, wenn es notwendig ist. Das heißt, dein Umfeld hat überwiegend positiv reagiert? Ja, ich war auch mutig genug zu sagen, Leute, ich höre schlecht, ich brauche das. Und ich habe sogar Leute getroffen, lange Zeit nach der Uni, die zu mir gesagt haben, dass sie selber schon Hörstürze hatten und sozusagen ein Liedchen davon singen konnten, was ich durchgemacht haben musste, nachdem ich ihnen erzählt habe, wie es mir gegangen ist. Und ich kann nur allen raten, die mit einem Hörverlust zu tun haben, aktiv sich dem zu stellen. Weil das ist das A und O, dass du wieder Lebensqualität kriegst. Weil wenn du dich zurückziehst und dich für den Hörverlust schämst, aber keine Hilfe annimmst, hilft das nichts. Also hast du das Gefühl, dass deine Hörbeeinträchtigung dein Umfeld beeinflusst oder gibt es hierfür Beispiele? Wenn man rechtzeitig sagt, dass man diese Ausgangslage hat und darum bittet, dass man darauf Rücksicht nimmt, dann wird darauf Rücksicht genommen. Das hat bis jetzt wirklich funktioniert. Muss ich dankbar sein. Und erlebst du irgendwelche sozialen Auswirkungen? Gibt es hierfür Beispiele, die deine Hörbeeinträchtigung hervorrufen? Naja, das Problem ist, wenn jemand zum Beispiel undeutlich spricht oder nuschelt und du das Mundbild nicht siehst, dann gibt es Missverständnisse. Und das ist dann sehr schwierig. Aber ich muss ja auch regelmäßig Hörtraining machen, damit ich auch wirklich Worte, Sprache und so weiter verstehen kann. Das ist immer
regelmäßig wichtig. Vielen Dank, Sascha, für deine Zeit. Nächste Woche sprechen wir dann über Missverständnisse und Formen der Diskriminierung in Bezug auf eine Hörbeeinträchtigung. Ihr findet unsere Videos auf allen Social-Media-Kanälen der ÖH Klagenfurt sowie im Newsletter. Bis nächstes Mal.